Lisa und Tom diskutieren darüber, ob Elektroautos die beste Lösung für die zukünftige Mobilität sind. Tom, wie denkst du darüber, dass immer mehr Hersteller auf Elektroautos setzen? Sind sie wirklich die beste Lösung? Ehrlich gesagt bin ich skeptisch. Ich glaube, Elektroautos sind zwar interessant, aber längst nicht so umweltfreundlich, wie viele behaupten. Da bin ich anderer Meinung. Elektroautos helfen uns zumindest, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Schon möglich, aber bist du sicher, dass die Batterien nachhaltig hergestellt werden? Die Rohstoffe stammen oft aus problematischem Abbau. Natürlich gibt es Probleme. Trotzdem finde ich, dass Verbrennungsmotoren uns langfristig mehr schaden, weil sie ständig Kohlendioxid ausstoßen. Das sehe ich anders. Moderne Verbrennungsmotoren sind viel effizienter und mit synthetischen Kraftstoffen sogar potenziell klimaneutral. Klingt interessant, aber glaubst du, dass synthetische Kraftstoffe wirklich bezahlbar sein werden? Ihre Herstellung ist sehr energieintensiv. Richtig, doch das gilt auch für Elektroautos. Ich denke, wir sollten auf mehrere Technologien setzen, anstatt nur auf E-Autos zu vertrauen. Vielfalt ist wichtig, aber Elektroautos stehen uns bereits zur Verfügung. Sie sind ausgereift genug, um sie heute schon zu nutzen. Nicht in allen Regionen. Auf dem Land fehlt oft die Ladeinfrastruktur. Wie sollen Leute dort schnell laden? Die Infrastruktur könnten wir mit genügend Investitionen ausbauen. Man müsste das einfach priorisieren. Aber glaubst du, dass die Stromnetze das verkraften, wenn Millionen E-Autos gleichzeitig laden? Ich verstehe deine Sorge, doch wir könnten unsere Stromerzeugung gleichzeitig ausbauen, etwa mit mehr erneuerbaren Energien. Ich bleibe skeptisch. Auch die Entsorgung der alten Batterien ist ein großes Thema, das man nicht übersehen darf. Natürlich gibt es noch Fragen zu Recycling und Rohstoffen. Aber mit Forschung kann man das verbessern. Mag sein, aber wir sollten trotzdem andere Optionen, zum Beispiel Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe, nicht außer Acht lassen. Das stimmt. Nur glaube ich, dass Elektroautos derzeit praxistauglicher sind als Wasserstoffautos, die kaum Tankstellen haben. Vielleicht. Dennoch fände ich es falsch, alle Ressourcen in nur eine Technologie zu stecken. Wir werden uns wohl nicht einig, aber wir sind sicher beide für eine nachhaltigere Mobilität, oder? Unbedingt. Die Frage ist nur, welcher Weg am besten dorthin führt. Mir scheint, E-Autos sind der effektivste erste Schritt. Du willst verschiedene Wege testen. Genau, denn wer weiß, wie sich die Technik in den nächsten Jahren entwickelt. Das ist fair. Zumindest haben Elektroautos schon heute einen Markt und die Hersteller verbessern sie fortlaufend. Richtig, es tut sich viel. Trotzdem bleibe ich bei meiner Meinung, dass man Verbrenner nicht direkt abschreiben sollte. Da sind wir verschiedener Ansicht. Aber wir können uns darauf einigen, dass am Ende die Nachhaltigkeit gewinnt. Clara und Felix diskutieren darüber, ob ein vegetarischer Lebensstil besser ist als ein maßvoller Fleischkonsum. Felix, wie stehst du dazu, dass immer mehr Leute komplett auf Fleisch verzichten? Denkst du, das ist sinnvoll? Ehrlich gesagt halte ich das für übertrieben. Ich finde, Fleisch gehört einfach zu einer ausgewogenen Ernährung. Das sehe ich anders. Für mich ist Fleisch verzichtbar. Pflanzliche Alternativen bieten genug Proteine und Nährstoffe. Mag sein, aber bist du sicher, dass man etwa Vitamin B12 oder Eisen problemlos ersetzt? Ich denke, Fleisch ist dafür praktischer. Wenn man bewusst isst und vielleicht Supplemente nimmt, sehe ich da kein großes Problem. Na gut, aber glaubst du, dass jeder Supplements nehmen möchte? Natürliche Lebensmittel liegen vielen Menschen mehr am Herzen. Natürlich. Aber findest du, dass der Schaden der Fleischindustrie, insbesondere Massentierhaltung, tragbar ist? Da hast du nicht Unrecht. Massentierhaltung ist kritisch. Allerdings gibt es auch Biofleisch aus artgerechter Haltung. Stimmt. Aber glaubst du, dass genug Leute bereit sind, mehr Geld für hochwertiges Fleisch zu zahlen?
Das ist fraglich. Und du meinst, alle sollten vegetarisch werden, egal wie die Umstände sind? Ich denke, dass wir zumindest deutlich weniger Fleisch essen sollten. Komplett verzichten wäre meiner Meinung nach ideal. Ich bin da anderer Meinung. Ich glaube an maßvollen Konsum statt an kompletten Verzicht. Immerhin kann man mit kleineren Schritten anfangen. Aber ich wüsste nicht, warum man nicht gleich auf eine pflanzliche Ernährung setzt. Weil Fleisch ein Teil vieler Kulturen ist. Es ist nicht so einfach, das komplett auszuschließen. Kultur ist wichtig, aber es darf nicht alles rechtfertigen. Die Umwelt leidet massiv unter der Fleischindustrie. Das sehe ich ein. Doch was ist mit den Fleischersatzprodukten, die oft hochverarbeitet sind? Da stimme ich zu, manche Produkte sind sehr künstlich, aber besser als Tierleid ist es allemal. Mir ist echte Lebensmittelqualität wichtiger. Ein Huhn vom Bauernhof halte ich für besser als ein Sojaersatzprodukt aus Übersee. Verstehe. Du legst Wert auf Regionalität. Trotzdem kann man sich auch regional pflanzlich ernähren. Sicher, aber du sprichst von einem kompletten Verzicht. Ist das realistisch für die breite Masse? Vielleicht nicht sofort, aber es ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten könnten. Inzwischen gibt es viele Infos und Rezepte. Ich bleibe skeptisch. Ein Teil reduzieren finde ich sinnvoller und umsetzbarer. Komplett werden wir uns wohl nicht einigen. Aber wir beide verstehen, dass der Fleischkonsum zu hoch ist. Absolut. Bewusster Konsum ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Dann sind wir uns wenigstens darin einig, dass jeder weniger Fleisch essen sollte, statt einfach so weiterzumachen. Sandra und Felix diskutieren die Vor- und Nachteile von Homeoffice und Büroarbeit. Felix, was hältst du eigentlich davon, dass immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten? Findest du, das ist eine sinnvolle Entwicklung? Ehrlich gesagt, bin ich da zwiegespalten. Einerseits ist Homeoffice praktisch und spart Zeit, andererseits fehlt oft der persönliche Kontakt zu den Kollegen. Da stimme ich dir teilweise zu. Ich finde, Homeoffice hat viele Vorteile, kann aber auch isolierend sein, wenn man es zu oft nutzt. Genau das meine ich. Man verliert leicht den Überblick, was die anderen im Team machen, und die Kommunikation wird komplizierter. Das stimmt, aber heutzutage bieten viele Firmen Tools an, die die Zusammenarbeit erleichtern. Videokonferenzen und Chats ersetzen manches persönliche Gespräch. Das ist wahr, aber ich bin der Meinung, dass Technik persönliche Treffen nicht ganz ersetzen kann. Manchmal braucht man echten Austausch. Da gebe ich dir recht. Aber glaubst du nicht, dass Homeoffice die Produktivität steigern kann? Viele arbeiten zu Hause entspannter. Das mag sein, doch ist das nicht Typsache. Manche brauchen die Bürostruktur, andere sind zu Hause produktiver. Absolut. Daher denke ich, eine Mischform wäre ideal. Was sagst du zu 2-3 Tagen Homeoffice und den Rest im Büro? Das halte ich für vernünftig. So kann man die Vorteile beider Modelle nutzen. Flexibilität und dennoch Teamgefühl. Genau. Außerdem verringert Homeoffice den Pendelverkehr, was wiederum gut für die Umwelt ist. Das stimmt. Aber glaubst du, dass alle Berufe fürs Homeoffice geeignet sind? Einige erfordern körperliche Anwesenheit. Sicher nicht alle. In der Produktion oder im Gesundheitswesen ist das kaum umsetzbar, aber für Büro- oder Kreativjobs durchaus. Eben. Ich denke, es geht darum, den Mitarbeitern Wahlmöglichkeiten zu geben, je nach Branche. Ich sehe das genauso. Fraglich ist nur, ob Unternehmen langfristig bereit sind, so flexibel zu bleiben. Da hast du recht. Oft braucht es klare Regeln, damit Homeoffice nicht ausgenutzt wird und jeder dieselbe Unterstützung erhält. Genau. Man sollte auch nicht das Gefühl haben, ständig erreichbar sein zu müssen, nur weil man zu Hause arbeitet. Das sehe ich ähnlich. Eine gesunde Work-Life-Balance ist wichtig, egal wo man arbeitet. Absolut. Vielleicht sollten wir das Thema mal in unserem Team ansprechen, um bessere Lösungen zu finden.
Gute Idee. Es wäre interessant zu erfahren, wie die anderen darüber denken. Eben. Am Ende geht es doch darum, dass wir uns wohlfühlen und zugleich produktiv sind. Ganz meine Meinung. Dann lass uns das bald in Angriff nehmen.